klar, das war eine absolute Glücksproduktion. Also in Salzburg heißt es, hier gilt es der Musik und ich kann auch ganz ehrlich sagen, dass in der Arbeit mit unserem Ensemble, mit der Besetzung der Sänger und Christoph Loy als Regisseur, dass es ein absolutes Glückspaket ist. Mit der Fokussierung und der Konzentriertheit, wie wir arbeiten und jede Szene, jedes Rezitativ, jede Gesangsnummer und jedes Ensemble wird zuallererst einfach, wir sitzen die meiste Zeit ums Klavier und proben wirklich am Text und an der Musik. Nur so kann man das erreichen, was Oper und ja gerade Mozart-Oper ist, dass dieser Moment eben entsteht, dass man vollkommen weggerissen ist von einem Sänger auf der Bühne, weil eben durch die Musik, durch das Orchester, durch die Regie, durch alles, was bei Oper noch dazu kommt, dieser Moment des größtmöglichen Ausdrucks unterstützt wird und herbeigeführt wird. Es ist ein riesiges Geschenk, das hier machen zu dürfen dieses Jahr. Also wer alles darf das einfach gerade nicht. Und wir dürfen hier in Salzburg Mozart musizieren und proben. Und ich muss auch zugeben, dass die Besonderheit der Probenbedingungen, diese Konzentriertheit und auch doch Abgeschottetheit, weil wir alle im engsten Team uns auch sozusagen in eine freiwillige Isolation jetzt auch wieder begeben haben, damit einfach wirklich nichts schief geht. Und jeder von uns passt sehr auf und man schränkt alles andere an Kontakten und Aktivitäten sehr ein. Und da das etwas ist, wie ich ohnehin arbeite und gerne arbeite und jetzt hat man das sozusagen durch die äußeren Umstände nochmal so fürs ganze Team, das kommt mir sozusagen sehr, das liegt mir sehr, das macht großen Spaß. Also es war überhaupt nicht das Gefühl von weniger Energie oder halber Energie, im Gegenteil. Eigentlich hat es sich eher angefühlt wie eine Verdichtung. Vielleicht hat man einfach gespürt, wie sehr jeder Einzelne, der da im Publikum war, darauf gefiebert hat, diesen Moment wieder zu haben. Das live und mit Orchester und echte Stimme und Leute, die sich nahe kommen auf der Bühne. Das war ein intensives Gefühl. Ja. Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde man einfach jedes Mal wieder jede einzelne Note befragen. Warum stehst du da und warum genau da und warum nicht ein bisschen anders und warum nicht ein bisschen weiter dort? Und dabei kommt man am Ende zu einer einzigen Antwort und natürlich wird jeder Kollege von mir zu einer ganz anderen Antwort kommen, aber trotzdem ist es in dem Moment die für mich einzig mögliche Wahrheit. Und bei Mozart und besonders in Mozarts Opern hat das immer damit zu tun, dass diese Verbindung zwischen dem Ausdruck des Textes und dem jeweiligen Sänger Hand in Hand geht mit dem, was das Orchester, was die Musik in dem Moment tut. Nur dadurch, glaube ich, kann man so einen wahrhaftigen Ausdruck finden. Mozarts Musik, das kann man fast so beschreiben. Es ist wie Fliegen lernen. Und es ist eigentlich ein ganz fragiler Papierflieger.
der so leicht aussieht und schlicht simpel aussieht und wo alles stimmen muss, damit der am Ende fliegt. Es ist keine große Boeing, die da irgendwie, wo es allein schon beeindruckend ist, sich jede Maschinerie da erstmal anzugucken, selbst wenn er noch am Boden steht. Nee. Und deshalb ist das auch der magischste Moment, wenn das dann fliegt. Ich bin jedes Mal wieder überrascht, wo man überall noch die erste Frau sein kann. Ich habe es natürlich mitgekriegt, da es einfach auch oft dann angesprochen wurde, gerade in der Presse. Ich gehe damit in keiner Weise irgendwie um, weil das meine Arbeitsweise nicht beeinflusst oder verändert. Weil in dem Moment, wo man probt mit den Sängern, mit dem Orchester, in dem Moment spielt es keine Rolle, ob man die erste ist oder die dritte oder die 150. Es geht nur darum, funktioniert es, stimmt die Qualität und kann man authentisch und ehrlich musizieren. Und ja, der Rest spielt keine Rolle.